Im Bereich von Social Media oder Gaming war die Kompetenz sehr hoch. Wenn es allerdings darum gegangen ist, mit Lernplattformen oder Kommunikationsplattformen wie Zoom, Webex oder Teams zu arbeiten, hatten die Schüler und Schülerinnen noch keine Erfahrung und mussten hier noch stark unterstützt werden. Zuerst musste man seine Unterrichtsmaterialien auf den Online-Unterricht umstellen, zum Teil Material digitalisieren oder auf das neue Format anpassen. Man musste sich auch überlegen, wie können die Schülerinnen online mitarbeiten. Und zur zweiten Frage, die Schüler waren durchaus bereit, sich auf das neue Lernen online einzulassen. Allerdings hatten wir hier im ländlichen Raum oft technische Probleme, zum Beispiel mit der Internetanbindung. Zu Beginn haben wir ihnen Zugänge angelegt in Teams, damit jeder seine E-Mail-Adresse bekommen hat, jeder einen Zugang hatte zum virtuellen Klassenzimmer. Und dann haben wir eine Einführungsveranstaltung gemacht, wo wir den Schüler und Schülerinnen gezeigt haben, wie in Teams zum Beispiel alles funktioniert, wo man seinen Klassenraum findet, wo Unterlagen abgelegt werden, wie man sich zu Wort melden kann und wie man aktiv am Unterricht teilnehmen kann. Ich denke, es braucht Selbstdisziplin, Motivation, einen sicheren Umgang mit der Kommunikationsplattform, zum Beispiel mit Teams, und natürlich eine gute Lernorganisation für sich selber, also ein ruhiges Umfeld, einen sauberen Arbeitsplatz und alles, was für ein gutes Lernen beitragen soll. Ja, es geht hier darum, Lernen zu lernen, und zwar in der digitalen Form. Man sollte Lernsequenzen nicht zu lange gestalten, damit die Schüler das Interesse nicht verlieren. Man sollte beim Online-Unterricht auch die Unterrichtsform zwischen Frontalunterricht und aktiver Beteiligung, also dass Schüler sich einbringen können oder in Gruppen arbeiten können, mit einbauen. Man sollte regelmäßige Pausen einbauen, weil der Online-Unterricht ist doch etwas anstrengender zu folgen, ähnlich wie bei einem Film, wo man sagt, okay, nach 45 Minuten, 90 Minuten braucht man mal eine Pause. Und ganz wichtig ist, dass man regelmäßig die Teilnehmer, die Schüler und Schülerinnen einbezieht, um sicherzustellen, dass sie auch noch mitmachen und mit dabei sind. Denn online ist es nicht so leicht wie im Klassenzimmer, wo man alle Schüler im Blick hat, sondern da muss man immer wieder darauf achten, dass auch jeder Schüler am Unterricht teilnimmt.